Herzlich willkommen bei Bischoff & Klein. Wir sind hier im InnoLab. Hier sehen Sie unseren Extruder. Hier werden Tests durchgeführt, die dann zu Produkten führen, die wir in die ganze Welt exportieren. Wir haben über 3000 Kunden. In diesem Standort in Lengerich werden über 30.000 Produkte im Jahr produziert. Diese Komplexität können wir nur darstellen durch entsprechende IT-Systeme. Im Laufe der Zeit hat es dazu geführt, dass wir über 1000 Modifikationen an unserem ERP-System durchgeführt haben. Und wir kommen jetzt an einen Punkt, wo diese Komplexität nicht mehr handelbar ist. Deswegen haben wir vor ungefähr auch einem Jahr entschieden, eine Transformation zu starten, nämlich das ERP-System abzugraden. Das bedeutet für die Digitalisierung, dass wir eigentlich für die nächsten 3 Jahre ab diesem Schluss einen Design Freeze haben. Das kann man sich in der heutigen Zeit nicht mehr leisten, das ist nicht akzeptabel. Von daher war es extrem wichtig, hier eine Möglichkeit zu finden, wo wir trotz dieser großen Mammutleistung, das ERP-System abzugraden, in der Lage sind, bei wesentlichen Elementen in der Digitalisierung voranzukommen. Durch diese ERP-Transformation werden wir ein komplett neues Datenmodell aufbauen und wir werden da wesentlich neue Anwendungsfelder bekommen, wo wir die Daten verknüpfen können. Und durch die guten Anbindungen, die Simplifier bindet auf die ERP-Plattform, auch auf die neue ERP-Plattform, die wir gewählt haben, sind wir in der Lage, deutlich schneller Anwendungen zu entwickeln und zu deployen, als wenn wir wieder auf die Standardanwendung zurückgreifen. Natürlich ist man dann als alter Programmierer sehr skeptisch gegenüber Low-Code, weil man kennt die alten Plattformen. Wir haben aber dann schnell festgestellt, nachdem wir zusammen die erste Anwendung programmiert haben, dass wir doch in der Geschwindigkeit als auch in der Qualität, auch in dem Deployment da signifikante Vorteile haben gegenüber der traditionellen Form der Programmierung. Zeit spielt eine wesentlich wichtigere Rolle als noch vor einigen Jahren. Von daher ist es uns extrem positiv aufgefallen, dass wir durch die Deployment-Technologie von Simplifier innerhalb von wenigen Stunden, teilweise Minuten, eine neue Version ins Feld bringen können und sofort Feedback erhalten. Im Bereich Qualität sehen wir auch Vorteile. Wenn Sie von vornherein anfangen, Ihre Anwendung zu modularisieren, dann sind Sie in der Lage, viele Codebereiche wiederzuverwenden. Und damit können Sie sicherstellen, dass durch die Module, die in sich getestet sind, dass Sie die, wenn Sie als Bausteine zusammenbauen, das Gesamtprodukt natürlich deutlich stabiler und besser unterwegs ist, als wenn Sie es immer von Scratch aus bauen. Am Ende des Tages stehen Sie natürlich mit so einer Anwendung, mit so einer Plattform in Konkurrenz mit vielen Standardanwendungen, die es im Markt gibt. Und wir hatten angetreten mit einem Vergleich mit einer sehr bekannten Standardanwendung im Bereich Vertrieb. Wir haben einen Sales Funnel genommen, den wir erstellen wollten bei uns. Und was wir festgestellt haben, dass wir natürlich aufgrund unserer Komplexität unserer Prozesse nicht drumherum gekommen wären, auch die Standardanwendung signifikant zu modifizieren bzw. zu customizen. Durch die hohen Aufwände, die da aufkommen, war natürlich der Use Case bzw. der ROI für Simplifier relativ einfach zu rechnen. Es ist natürlich eine Vision von uns zu sagen, ja, wir können kleine Änderungen, kleine Iterationsschleifen dann auch in den Fachbereichen durchführen. Das ist natürlich genau der Vorteil von einer Low-Code-Anwendung. Wir haben die Mitarbeiter und ihre Mitarbeiter zusammen haben ein Problem gelöst und es war doch sehr spannend zu sehen, wie schnell sie auch mit der Plattform, die sie zur Verfügung stellen, Mitarbeiter, die vielleicht nicht Profi-Programmierer sind, heranführen können zur Problemlösung in der IT. Wir sind in der Transformation vom ERP. Wir werden 2023 mit dem Big Bang live gehen. Wir glauben auch, dass Simplifier auch nach einem Big Bang eine wichtige Rolle für uns spielen wird. Herr Dr. Lödig, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Bis bald.